Trier, kulturhistorische Stadt an der Mosel. Vormals römische Kaiserresidenz und Landeshauptstadt des geistlichen Kurfürstentums. Heute Bezirkshauptstadt in Rheinland-Pfalz. Weinhandelszentrum und Universitätsstadt. Kulturell ein Freilichtmuseum der europäischen Baukunst. Hier am Rande der Stadt Trier, auf dem Grüneberg, ist der Standort der Erprobungsstelle 41 der Bundeswehr. Die Erprobungsstelle ist eine nachgeordnete Dienststelle des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung. Ihre Aufgabe im Rahmen der Entwicklung und Bereitstellung von Wehrmaterial für die Streitkräfte ist die technische Erprobung von Kraftfahrgerät. Die Aufgabenstellung einer technischen Systemerprobung erfasst die Bestimmung der funktionellen Leistungsfähigkeit und die Ermittlung der Standfestigkeit von Rad- und Kettenfahrzeugen. Um das Leistungsvermögen kompletter Fahrzeuge und Baugruppen unter Einwirkung verschiedener Einflussgrößen exakt zu erfassen und zu bewerten, ist es erforderlich, möglichst genaue Messungen unter definierten, jederzeit reproduzierbaren Bedingungen durchzuführen. Für die Erfüllung dieser Aufgaben stehen der Erprobungsstelle neben mehreren unterschiedlich profilierten Messbahnen und Geländestrecken eine Reihe besonderer Prüfanlagen und Simulationseinrichtungen zur Verfügung. Dieser Film zeigt: Im Fahrversuch können die aus dem Bereich der translatorischen Fahrzeugbewegung hergeleiteten Größen wie Fahrbeschleunigung, Zugkraft, Rollwiderstand, Vortriebs- und Bremsleistung sowie Energieaufnahme bei Dauerbetrieb nur mit einem leistungsfähigen Messfahrzeug ermittelt werden. Das 80 Tonnen schwere Messfahrzeug der Erprobungsstelle ist ein neu entwickelter, für die Durchführung dieser Aufgaben optimal ausgestatteter, fahrbarer Leistungsprüfstand. Sein Einsatz als Schlepp- oder Bremsfahrzeug für Fahrzeuge aller Art ergibt sich aus dem erprobungstechnischen Auftrag. Die Hauptaufgaben des Messfahrzeuges Das Messfahrzeug ist ausgelegt für ein maximales Prüflingsgewicht von 60 Tonnen. Sein dieselelektrischer Fahrantrieb mit einer Gesamtleistung von 1220 Kilowatt hat gegenüber konventionellen Antrieben mit mechanischer Kraftübertragung den Vorzug, dass die volle Antriebsleistung sowohl für den Vortrieb, das heißt zum Ziehen, als auch zum Bremsen des Fahrzeuges zur Verfügung steht. Dabei wird in beiden Betriebsarten die nutzbare Zug- und Bremskraft im Geschwindigkeitsbereich von 0 bis 70 Kilometern pro Stunde unterbrechungsfrei, das heißt ohne Schaltpausen, abgegeben.
Die elektronische Antriebsregelung ermöglicht zudem die stufenlose Einstellung der Fahrzustandssollwerte und sorgt mit großer Genauigkeit für die Konstanthaltung der Fahrgeschwindigkeit und der Zug- und Bremskraft über den gesamten Leistungsbereich. Mit dem Messfahrzeug ist die Erprobungsstelle in der Lage, unter anderem folgende Erprobungsforderungen an Versuchsfahrzeugen bis zu 60 Tonnen Gesamtgewicht zu realisieren: Dauerbelastung von Triebwerken im Fahrversuch, Simulation von Steigungswiderständen und Gefällekräften, Messung der Zug- und Bremskraft als Funktion der Fahrgeschwindigkeit, Funktionsuntersuchung und Dauerbelastung von Bremssystemen. Das luftgefederte Messfahrzeug zeichnet sich in seinem Fahrverhalten durch gute Manövrierfähigkeit und Fahrstabilität aus. Alle 4 Antriebsachsen sind lenkbar. Je nach Aufgabe kann in beiden Fahrtrichtungen vorwärts und rückwärts jeweils mit 2-Achs- oder 4-Achs-Lenkung gefahren werden. Der kleinste Wendekreisdurchmesser bei Allradlenkung beträgt 30 Meter. Der Faktor Beweglichkeit ist ein wesentliches Kriterium für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines Kraftfahrzeuges. Im Beschleunigungsversuch erreicht das MF60 bei einem Leistungsgewicht von 15,4 Kilowatt pro Tonne, entsprechend 21 PS pro Tonne, in 30 Sekunden seine Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde. Der dieselelektrische Kombinationsantrieb des Messfahrzeuges setzt sich zusammen aus 2 Dieselmotoren mit nachgeschalteten Drehstrom-Synchrongeneratoren, die über Gleichrichter und elektrische Schaltelemente auf 4 Gleichstrom-Fahrmotore, wahlweise einen Windenmotor, speisen. Die Versorgungsmaschinen sind in 2 Dieselgeneratorgruppen mit je 610 Kilowatt Leistung aufgeteilt. Beide Triebwerkseinheiten sind als Unterfluraggregate parallel zwischen den Achspaaren am Hauptrahmen aufgehängt. Die Grafik zeigt die prinzipielle Anordnung der Antriebsmaschinen. Das Messfahrzeug kann im Teilleistungsbereich mit einer Triebwerksgruppe und 2 Fahrmotoren oder bei vollem Leistungsbedarf mit beiden Dieselgeneratoren und Allradantrieb gefahren werden. Die elektrischen Fahrmotoren sind integrierte Bauteile der Antriebsachsen. In jeder Achse befindet sich mit dem Motor verbunden ein zweistufiges Übersetzungsgetriebe mit einem Last- und einem Schnellgang. Im Schleppbetrieb werden die Fahrmotore von den Dieselgeneratoren gespeist und treiben so das Messfahrzeug an. Im Bremsbetrieb wird das MF60 gezogen. Hierbei arbeiten die Fahrmotore als Generatoren auf Bremswiderstände. Für die Ankupplung des Erprobungsfahrzeuges ist an einer Stirnseite des Messfahrzeug-Hauptrahmens eine hydraulisch höhenverstellbare Anhängevorrichtung angebracht. In den Kupplungskopf eingebaut ist ein elektromechanisches Messglied für die Erfassung der Zug- oder Bremskraft als Mess- und Regelgröße. Auf dem Fahrzeugrahmen sitzt schwingungsgedämpft die teilklimatisierte Mess- und Fahrkabine. In ihrer Mitte sind neben der Seilwinde und der Messwerterfassungsanlage die Elemente der elektrischen Leistungsübertragung und die Schaltschränke der Antriebsregelung untergebracht.
Der Hilfsaggregatesatz und die Bremswiderstände befinden sich in einem geräuschgedämpften Nebenraum. An jeder Kopfseite der Fahrzeugkabine ist ein funktionsgleicher Fahr- und Versuchsleiterstand für die Inbetriebnahme des MF60 als Schlepp- oder Bremsfahrzeug eingerichtet. Die Fahrerplätze sind auf beiden Seiten mit den Bedienelementen für die Fahrzeugführung und Steuerung des Fahrantriebes ausgestattet. Neben dem Fahrersitz befindet sich die Kommandozentrale des fahrbaren Leistungsprüfstandes. Der Versuchsleiter wählt von hier aus die aufgabenbedingten Betriebszustände des Messfahrzeuges vor und beeinflusst über Sollwertgeber den jeweiligen Fahrzustand während der Messung. Für die Aufnahme und zeitabhängige Registrierung von Messgrößen ist eine umfangreiche Messwerterfassungsanlage im Fahrzeug installiert. Über fest eingebaute Aufnehmer werden ständig folgende Größen erfasst: Zug- oder Bremskraft des Messfahrzeuges bzw. der Seilwinde, Absolutgeschwindigkeit des Prüflings, die Fahrzeuglage um die Querachse und der Eigenschlupf des Messfahrzeuges. Bei Bedarf können über entsprechende Sensoren am Prüfling bis zu 40 frei wählbare Parameter zusätzlich gemessen und oszillographisch oder auf Magnetband registriert werden. Für die Messdatenübertragung bei Windenbetrieb steht eine Mehrkanal-Bordtelemetrieanlage zur Verfügung. Das Messfahrzeug erfüllt seine erprobungstechnischen Aufgaben in den Funktionsbereichen Ziehen und Bremsen. In beiden Betriebsarten besteht für die Simulationsaufgabe die Forderung: erstens Konstanthalten einer vorgegebenen Geschwindigkeit unabhängig von der jeweiligen Zug- oder Bremskraft und zweitens Darstellung einer definierten, konstanten Zug- oder Bremskraft über den gesamten Geschwindigkeitsbereich. Diese Forderungen realisiert das Messfahrzeug antriebsseitig, einmal durch Fahren mit geregelter Geschwindigkeit, zum anderen reagiert der Antrieb auf Fahrzustandsänderungen automatisch über die Zugkraftregelung. Dieser Versuch zeigt die Funktionsmessung der Dauerbremsanlage eines Kraftfahrzeuges nach den Bedingungen der Straßenverkehrszulassungsordnung. Das Messfahrzeug simuliert hier durch konstante Zugkraft ein Gefälle mit 7% Neigung und 6 Kilometern Länge, bei Vorgabe einer Geschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde. Bei den Fahrwiderstandsmessungen, hier auf der Versuchsstrecke Belgischer Block, wird der Prüfling ohne Eigenantrieb mit gleichbleibender Geschwindigkeit über die Messbahn gezogen. Die dabei vom Messfahrzeug aufzubringende Zugkraft ist ein Maß für den Fahrwiderstand. Sie wird als Funktion der Fahrgeschwindigkeit gemessen und registriert.
Eine weitere Aufgabenstellung für das Messfahrzeug im Schleppbetrieb ist die Bestimmung der Dauerleistung von Bremssystemen. Im Versuch beaufschlagt das Erprobungsfahrzeug seine Betriebsbremsen in verschiedenen Lastbereichen mit konstantem Steuerdruck. Aufgabe des Messfahrzeugs ist es, den Prüfling mit geregelter Geschwindigkeit über die Messstrecke zu ziehen. Dabei werden die Zugkraft und die Fahrgeschwindigkeit als Versuchsvariablen aufgezeichnet. Die gleichzeitige Messung des Temperaturverlaufes in Abhängigkeit von der Zeit an den einzelnen Bremsbauteilen gibt Aufschluss über die Wirkung und Standfestigkeit der Bremsanlage. Die Haltekraft der Feststellbremse wird durch Anschleppen aus dem Stand ermittelt. Aussagen über die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Antriebssystemen unter extremen einsatzmäßigen Bedingungen liefert die Erprobung von Triebwerken im Fahrversuch. Bei der Durchführung dieser Aufgabe wird durch das Messfahrzeug im Funktionsbereich Bremsen eine konstante Fahrwiderstandsleistung simuliert. Neben den Betriebskenngrößen werden am Prüfling insbesondere die Messdaten der Zustandsparameter am Motor, Getriebe und Kühlsystem sowie der Kraftstoffverbrauch zeitabhängig gemessen und registriert. Die Messung der Zugkraft des Prüflings als Funktion der Fahrtgeschwindigkeit ist eine Hauptaufgabe des Messfahrzeuges in der Betriebsart Bremsen. Der Erprobungsträger wird im Versuchsablauf durch das Messfahrzeug geschwindigkeitsgeregelt abgebremst. Die dabei in den einzelnen Fahrstufen des Prüflings bei konstanter Geschwindigkeit gemessenen Zugkräfte vermitteln wichtige Erkenntnisse über das Fahrleistungsvermögen des Erprobungsfahrzeuges. Bei der Bestimmung der maximalen Zugkraft werden die Antriebsmaschinen bis zum Stillstand abgebremst. Das Messfahrzeug ist nur bedingt geländegängig. Es erfüllt seine erprobungstechnischen Aufgaben im Fahrbetrieb auf befestigten Straßen. Für fahrdynamische Messungen im Gelände oder auf profilierten Messstrecken setzt das MF60 eine Seilwinde ein. Der Versuch zeigt eine Rollwiderstandsmessung an einem 40-Tonnen-Kampfpanzer auf dem Schotterkurs. Die Messstrecke ist bei Windenbetrieb, bedingt durch die Länge des Windenseils, auf maximal 300 Meter begrenzt. Der Windenmotor wird von einer Dieselgeneratorgruppe gespeist. Er entwickelt bei einer Leistung von 425 Kilowatt eine Zug- und Bremskraft am Seil von 110 Kilonewton, entsprechend 11 Tonnen. Die größte Seilgeschwindigkeit beträgt 60 Kilometer pro Stunde. Bei Bedarf kann die auf den Prüfling wirkende Seilkraft im Zug- und Bremsbetrieb durch mehrfaches Einscheren vervielfacht werden. Das Messfahrzeug MF60
stellt eine aufgabenorientierte Neuentwicklung auf dem Kraftfahrzeugsektor dar, das zumindest in dieser Form keine vergleichbaren Vorbilder besitzt. Sein Einsatz als fahrbarer Leistungsprüfstand sichert in hohem Maße die Realisierung der erprobungstechnischen Aufgaben der E 41 auf dem Gebiet der fahrdynamischen Untersuchungen von Rad- und Kettenfahrzeugen.